Tada! Let's go! Was ist das schon im Programm? Ich laufe mich erst warm, 20 Minuten. Und dann mache ich 10 Sekunden schnell, 10 Sekunden langsam, 20 schnell, 20 langsam, 30 schnell, 30 langsam, 40 schnell und dann 5 Minuten easy und 3-mal. Und dann fertig. Reicht. Reicht. Es geht los. Kurz zusammenrichten. Puls? Ja. Es sind 2 Minuten 40 gewesen insgesamt, inklusive Pause. Und ich bin kaputt. Ich wollte meinen Fuß putzen, aber ist zu weit. Da falle ich noch ganz rein. So, sauber. Herzlich willkommen zu Winning is a Journey. Wir gehen jetzt schon ins 3. Jahr. Es ist das erste Video in Vorbereitung auf den Ironman Südafrika und so die ganze Zeit zwischen Cozumel und Südafrika. Wir sind jetzt in Mallorca im Trainingslager. Es ist jetzt auch nur noch 2 Wochen bis vor Südafrika. Und ja, seit Cozumel ist irgendwie richtig viel passiert, aber irgendwie ist eigentlich auch nicht viel passiert. Also es ist eigentlich noch gar nicht so lange her. Das war ja erst Ende November und dann habe ich im Dezember eigentlich Urlaub gemacht, Pause gemacht. Wir waren in Belgien ein paar Tage. Ich habe 2 Wochen gar keinen Sport gemacht und dann wieder so ein bisschen angefangen. Aber insgesamt waren es echt 4 Wochen ohne Trainingsplan. Und es hat echt gut getan, weil ich war richtig kaputt nach dem Jahr, letztes Jahr. Ja, und dann war ich 2 Wochen, habe ich dann zu Hause trainiert. Und dann bin ich direkt nach Südafrika ins Trainingslager für knapp 4 Wochen. Mit einer Trainingsgruppe aus Fribourg, aus der Schweiz. Mit Nico ist da der Trainer und der macht eben auch mein Schwimmen und deshalb war das mega cool, dass ich mich denen anschließen konnte. Es hat richtig viel Spaß gemacht einfach. Es war eine richtig tolle Gruppe und wir haben echt gut trainiert, aber auch einfach an sich eine gute Zeit gehabt. Also es war jetzt nicht so, da war gar kein Konkurrenzdenken, obwohl wir irgendwie 10 Profis aufeinander waren. Und jeder hat irgendwie versucht, sich gegenseitig zu unterstützen, dass man das Optimum aus den 4 Wochen rausholen kann. Und ich fand das echt richtig schön und war auch ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, weil ich war ein bisschen skeptisch am Anfang, ob das mir nicht irgendwann zu viel wird, weil ich ja doch viel allein trainiere und dann auf einmal irgendwie 4 Wochen rund um die Uhr mit anderen Athleten zusammen wohnen, zusammen trainieren, alles zusammen zu machen. Kann auch manchmal ein bisschen zu intensiv werden, aber ich hätte auch noch bleiben können. Also es war echt richtig, richtig cool. Was Rennbahn so für dieses Jahr? Also was die Rennen angeht, war ich mir echt relativ viel sicher, was ich machen möchte, weil nach Cozumel war klar, dass ich Kona praktisch buchen kann. Das ist auch mega entspannt, haben wir auch schon alles erledigt jetzt. Das ist irgendwie ziemlich cool. Und dann wollte ich auch immer schon das Ironman Südafrika machen und auch einen deutschen Ironman. Da kommt eigentlich nur Hamburg in Frage.
Und dadurch, dass die beiden Rennen auch zur Serie gehören von Ironman, für die, die es nicht wissen, die Serie sind 3 Langdistanzen und 2 Mitteldistanzen von Ironman. Allerdings zählen nicht alle Ironman-Rennen da rein, sondern nur, ich glaube, insgesamt 18 Rennen, die da für die Serie dazu zählen. Aber Südafrika und Hamburg zählen eben beide rein. Und dann dachte ich, ja, eigentlich kann ich auch versuchen, die Serie zu machen. Also ich habe jetzt noch nicht so einen ganz konkreten Plan, welche Mitteldistanzen ich mache, aber ich werde auf jeden Fall jetzt in Südafrika starten und dann in Hamburg und dann Hawaii und dann dazwischen versuchen, noch 2 Mitteldistanzen zu machen. So war eigentlich der Plan. Und dann kam im Januar oder Mitte Januar die Mail, dass ich auch einen T100-Vertrag haben kann, wenn ich möchte. Ich habe die Rennen ja letztes Jahr schon richtig gern gemacht und ich finde es an sich auch eine coole Sache irgendwie. Ich habe mich jetzt trotzdem dagegen entschieden, einfach weil mir die langen Distanzen doch echt viel Spaß machen und ich da auch ein bisschen mehr Potenzial einfach sehe oder mehr, ich traue mir eher zu, bei einer Ironman-WM auf dem Podium zu stehen, als bei einem T100-Rennen, wenn ich ehrlich bin. Auch wenn beides hochgegriffene Ziele sind, aber ich sehe mich eher auf der langen Distanz als auf kürzeren Distanzen. Mehr. Hin habe ich extrem, nach 10 Schritten. Okay. Und zurück habe ich immer nur 9. Also mir auch nicht, aber das ist nicht falsch. Trotzdem finde ich das, was die PTO versucht und auch schafft, irgendwie den Triathlon schon zu verändern und auch für uns Profis einfach ein bisschen nicht einfacher, aber finanziell interessanter zu machen, ziemlich cool und auch unterstützenswert. Und ich habe mich deshalb auch aufstellen lassen für eine Athletensprecherposition und bin da auch reingekommen und versuche da schon auch irgendwie zu integrieren oder auch Ideen weiterzugeben oder einfach zu gucken, dass das Ganze einfach sich weiterentwickelt. Ich finde, sie haben schon viele Sachen echt gut gemacht und viele Sachen sind noch ausbaufähig und das ist irgendwie schön, da trotzdem noch ein Teil dabei zu sein, auch wenn ich jetzt als Athletin nicht unbedingt das große Interesse habe, da jetzt dieses Jahr zu starten. Aber vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, weil ich dann vielleicht ein bisschen unvoreingenommener bin. Ja, das ist sicher eine relevante Perspektive auch. Weil es gibt ja natürlich auch andere Athleten, die mehr Langdistanzler als Mitteldistanzler sind. Ja. Genau, das noch dazu. Da habe ich aber halt nochmal kurz überlegt, mache ich es jetzt doch. Aber schlussendlich bin ich bei meinem ursprünglichen Plan geblieben mit den Ironman-Rennen. Es ist herrlich. Es ist schon richtig schön. Mein Herz. Zu viel. Ich kann nochmal teilen, der irgendwann nochmal. Gleich. Jo. Hallo. Geschafft. Maschine. Aber 7 Minuten zu wenig. Nicht gedacht, dass ich so schnell hier bin. Warst du schnell? Ja. Und natürlich mein Puppenmobil, von dem her ist gar nicht so schnell. Magst du einen Shake? Okay. Ich habe ein bisschen Celine Dion performt. Tada! はい。 Ja, genau. 一緒にrausfliegen. はい。 Ein bisschen rausfliegen. はい。 Ein bisschen rausfliegen.
Aber das Wasser nicht zu kalt sein. Jetzt kommt Victor. Ich bin froh, dass wir drin sind. Gracias. Sehr gerne. Selber. Vielen Dank fürs Kochen. Sehr gerne. Ja, übrigens, darf ich Schweizerdeutsch reden? Auf Ja. Deutsch. Im Zweifel muss ich untertiteln. Ist okay. Hochdeutsch. Nee, Okay. aber das ist ja auch irgendwie komisch. Gut. Das kommt. Wir müssen erstmal Lea vorstellen. Mhm. Du bist seit 5 Jahren ungefähr bei uns Teil im Leben, ne? Oh, Nee, schon länger. Ja, Seitdem sieben. wir halt in die Schweiz gezogen sind, kennen wir Lea. Sind ja schon 7 Jahre in der Schweiz. Mhm. Seit 19, ja. Und seit der Trainingsbuggy immer so ein bisschen, oder? Und schon ein paar Mal zusammen in Mallorca gewesen. Und bei Rennen und Fuerteventura. Ja, schon ein paar. Naja. Vielmehr, das ist Lea. Triathletin aus Winterthur. Wir sind jetzt am Donnerstag gekommen, also vor genau einer Woche. Was ging bisher so? Viel Rad gefahren. Wir waren, glaube ich, jeden Tag bisher schwimmen, oder? Mhm. Ja. Und gelaufen sind wir eigentlich auch viel. Ich kann jetzt keine Zahlen aus dem Hut zaubern, wenn ich ehrlich bin. Also es war schon ziemlich durchgetaktet. Wir haben vor allem müssen uns gut schauen mit dem Wetter. Ja, Und jetzt Slots, die regenfrei sind fürs Velofahren, aussuchen. ja, tatsächlich finde ich, das kostet auch mehr Energie und Zeit, weil man halt nicht so richtig planen kann, schon am Tag vorher, sondern erst eigentlich am Morgens aufstehen und dann das Wetter checkt und dann nochmal neu anfängt zu planen oder umzuplanen. Und durch die wenigen Sonnenstunden schiebt das Training halt dann auch oft in einen relativ kleinen Zeitraum tatsächlich. Fängt, glaube ich, gerade an. Wow. Wir treffen uns am Koll. Ja, unten noch spart man zwischendurch. Und ich für meinen Teil fahre hinterher, damit Anne die Runterpassagen nicht laufen muss. Ich versuche ein bisschen zu filmen. Mal schauen, wie das wird, weil es fängt gerade an zu schütten und der Wetterbericht ist eher scheiße. Naja, mal gucken. Ja, wir haben nicht so sehr Glück mit dem Wetter. Ja, also wir sind Okay. also nie im Nass geworden auf dem Rad. Also von dem her, das ist eigentlich okay. Also das ist das Wichtigste. Und es hat jeder Tag zu noch schon. Ja. Na, doch, am Ruhetag auch. Kunst. Stimmt. Der Optimistin eher. Natürlich. Was ist schon für dich wichtig? So im letzten Trainingslager vor einem grossen Wettkampf. Tatsächlich, irgendwie brauche ich mega viel meine Ruhe. Ich glaube, das habt ihr beide auch ein bisschen gemerkt die letzten Tage, dass ich dann schon ziemlich kurz angebunden war und nicht viel erzählt habe, nicht arg gesprächig war. Also auch wenn ich es jetzt schöner finde mit Gesellschaft, ich glaube, eine große Gruppe wäre gar nichts gerade. Ich habe das Gefühl, zu dritt ist so das Maximum, was an sozialer Interaktion gerade irgendwie möglich ist, weil es schon irgendwie das Training halt anstrengend ist und da immer mental auch da zu sein. Es gibt irgendwie wenig Einheiten, wo man einfach so träumen kann oder so oder abschalten kann und dann ist manchmal so, wenn ich dann daheim komme, dann habe ich das Gefühl, irgendwie, ich brauche meine Ruhe, obwohl ich eigentlich gerade 4 Stunden allein auf dem Rad gesessen bin. Also es ist irgendwie ein bisschen, ich weiß auch nicht, wie ich das erklären soll, aber Der Tag ist ja auch mega voll. ja, das stimmt. Ja.
Was hast du noch vorbereitungstechnisch spezifisch gemacht? Ein Training? Oder an soziale Interaktion? Ja, wir sind schon jetzt, wobei so richtig lang Rad gefahren bin ich bisher nicht, glaube ich 4 Stunden war das längste. Aber halt in Race-Pace gelaufen, im Koppellauf auch. Ein verhältnismäßig langer Lauf mit 1,45. Aber es waren jetzt nicht, ich finde es nicht so viel spezifische Einheiten wie vor irgendwie Cozumel oder Rot oder so. Da bin ich ja, letztes Jahr vor Rot, glaube ich, bin ich mit 4 Mal oder so 2 Stunden gelaufen. Das habe ich jetzt auch kein einziges Mal gemacht und es sind 2,5 Wochen. Aber Montag habe ich noch 2 Stunden Lauf. Aber weil es früh in der Saison ist oder weil das anders vorbereitet generell? Ich glaube, weil es früh in der Saison ist, machen wir es ein bisschen anders als sonst. Von dem her ist es ein bisschen anders, aber ich fühle mich jetzt nicht unfit oder schlechter vorbereitet bislang. Also, heute kam die Startliste noch raus, hast du schon gesehen? Nein. Südafrika. Also Anne Haug steht nicht mehr drauf. Okay. Das heißt, jetzt ist alles möglich. Es sind schon noch ein paar starke Namen, aber ich glaube, es sind alle schlagbar. Winning is a journey. Ja, genau. Das sagen die anderen wahrscheinlich auch, alle sind schlagbar, aber ich kann es auch sagen. Sehr cool. Mal schauen. Bin jetzt echt gespannt, ja. Wo ist die Fähre? Kannst du einen Kollegen schicken, wo ist die Fähre? Oder so geht doch eurerseits. Ja. Nee, du bist die von der Fähre. Ach, bin die von der Fähre. Hallo! Aus Südafrika. Wir sind gut in der Windy City angekommen und Port Elizabeth macht seinen Namen alle Ehre, weil heute ist brutal windig. Aber es ist ziemlich schön. Wir fühlen uns wohl. Wir haben eine mega coole Gastfamilie. Und das Rad ist angekommen. Hatte ein bisschen Sorge, aber es hat alles gut geklappt und ich fühle mich gut. Ich freue mich aufs Rennen. Es ist jetzt Mittwoch. Also ein paar Tage haben wir noch und die Strecke noch ein bisschen genauer anzugucken. Aber der erste Eindruck ist 2 Daumen. Cool, oder? Ja, mega. Richtig schön. Na, meine Beine fühlen sich doch besser an. Was Magnus versägt? Passt. Das war ein bisschen komisch, weil ich ja immer Steigerungen gemacht habe. Ich bin immer relativ nah ran und dann habe ich wieder gestoppt. Man muss nur einen Pacemaker haben, dann laufen die Beine fast von allein. Sehr gut. Ja, Was ich mir gerade überlegt habe, ist ja voll praktisch. Wenn ich in die erste Runde gehe und der in die zweite, dann hätte ich einen Windschutz. Das haben wir vielleicht einen Ticken zu schnell. Geht vielleicht für ein paar Kilometer und dann spaziere ich den Rest. Wir dachten, ihr seid die 2 da hinten. Ich hab mir schon Sorgen um euch gemacht. Hallo, ich nehme euch noch mit auf die kleine Nebenstory, die mir uns gestern passiert ist. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg zu einer Hochzeitslocation
weil da hat uns gestern einer sehr nett geholfen. Wir haben uns aus dem Auto ausgesperrt, in dem wir Bilder gemacht haben. Ich war mit Martin unterwegs, dem Freund von Johanna. Wir waren beide draußen mit der Kamera und dann kam eine Windböe, hat die Tür zugeweht und der Schlüssel lag auf dem Sitz. Und unser Mietwagen hier ist so einer, der schließt halt ab, wenn, weiß auch nicht, hat halt abgeschlossen. Und dann kam genau eine Person vorbei, bei dieser Hochzeitslocation um die Ecke. Der kam raus, weil er gemeint hat, hey, was macht ihr da? Seid ihr von Ironman? Und dann habe ich ihm kurz gesagt, ja, wir haben uns leider ausgeschlossen. Und innerhalb von 10 Minuten hat er kurz seinen Sohn angerufen, hat ein bisschen Equipment geholt und hat unser Auto mal kurz geknackt. Und dann kommt man wieder heim. Jetzt bringe ich denen gerade noch ein bisschen ein Dankeschön. Bin gerade auf dem Weg zu denen. War eine ziemlich witzige Geschichte. Hier das Dankeschön. Die zwei sahen nicht so aus, als würden sie Blumen oder Schokolade wollen. Von dem her, ich glaube, das ist ganz gut. Jetzt ist mein Karma wieder im Reinen. Meine mentale Vorbereitung ist weil als wir im Trainingslager waren in Südafrika, war das mit der Gruppe so schön und da habe ich von jeder Person aus der Gruppe eine Eigenschaft aufgeschrieben, die ich cool finde. Und das habe ich auswendig gelernt. Also es sind jetzt insgesamt 15 Personen und Eigenschaften. Ich habe noch ein paar dazu gefügt. Für die letzten 15 Kilometer. Und wenn es schon früher mühsam wird, muss ich vielleicht früher anfangen. Ne? Jeden Kilometer sozusagen kann ich mir dann einen Satz sagen. Stark. Und dann, das sind ja alles schöne Sachen, also gute Sachen. Und dann hoffe ich, dass wenn es mühsam wird und ich eher vielleicht negativ werde, dass ich dann, wenn ich mir so positive Sachen in den Kopf rufe, dass ich dann wieder ein bisschen drehen kann. Komme ich auch vor. Ja, kommst auch vor. Ich habe mich noch hinzugefügt. Aber ich verrate nicht was. Das ist Das ist mein Geheimnis. Das ist wie bei Sternschnuppen. Es geht nur in Erfüllung, wenn man es nicht sagt. Ja. Und das habe ich fleißig geübt in der Sauna, damit es mir auch immer direkt wieder einfällt und ich nicht erst überlegen muss. Das muss ich nur beim Radfahren überlegen, weil das läuft noch nicht so gut, wie ich mir das vorstelle. Und schon sind noch meine Abschnitte da, muss ich noch auswendig lernen und ein bisschen mit Bildern verknüpfen. Lasst euch. Also ich denke mal, es wird halt vorne wird die Martha und vielleicht noch 2, 3 andere in der Gruppe dahinter schwimmen. Und dann vermutlich gibt es eine große Gruppe mit Maya, Els, Ruth und das wäre gut, wenn ich da dabei bin. Also die waren ja in Nizza nicht so viel vor mir. Laura Jansen noch. Also Nizza war natürlich eine Minute vor mir, die Gruppe. Deshalb, also wäre gut, wenn ich dort dran bin und der Joel gibt mir auf jeden Fall nach dem Schwimmen einen Abstand, damit ich in diese Gruppe möglichst schnell komme, wenn ich nicht dran sein sollte im Schwimmen. Also das Szenario 1 ist vielleicht mit der Gruppe, die wir gerade gesagt haben, und das sind ja die starken also wenn ich mit einer Ruth bin, dann fahre ich mit der dann erstmal los, oder mit einer Els genauso. Dann versuche ich in der Gruppe zu bleiben. Wenn ich jetzt hinter der Gruppe bin, in einem, sag ich mal, mit 60 Sekunden, ich glaube, wenn es weiter ist, das kriege ich nicht zu, ohne da mich brutal zu verheizen. Und weißt du, wenn es dann irgendwie mehr sind, wenn es dann irgendwie 2 Minuten sind, dann muss ich vielleicht auch einen Plan haben, was ich dann mache. Und dann wäre der Plan einfach irgendwie mein Ding zu machen, ohne erstmal zu versuchen, auf eine Gruppe aufzuschließen. Und vor allem, also die haben mir schon auch gesagt, Race Ranger, sobald das Ding rot blinkt, musst vorbei oder kriegst eine Strafe.
Klar, das sind nur 3 Minuten und nicht mehr 5, aber in der Gruppe, damit in der Gruppe zu fahren, ist auch nicht mehr so entspannt wie früher. Und da muss doch irgendwie eigentlich eher 12 bis 15 Meter Abstand halten. Und dann ist es dieser Gruppenvorteil, ich glaube, das macht dann schon wiederum und es macht aber schon einen Unterschied, ob du 15 Meter Abstand hältst oder nur 10. Und dann ist der Benefit von der Gruppe vielleicht gar nicht mehr so riesengroß. Ich glaube, ich muss nicht versuchen, die auf den ersten 10 Kilometer irgendwie unter Druck zu setzen. Das wird nicht funktionieren, dann mache ich nur das eigene Rennen auch kaputt. Sondern vielleicht eher so, weiß ich, ab Kilometer 120 oder so. Wenn ich mich gut fühle und wenn nicht, dann hoffe ich aufs Laufen. Wo ist deine bessere Hälfte? Weiß ich nicht, vor allem ist das Auto, glaube ich. Hat jemand gewesen, aber so ich Kinder in so hohe Wellen. Also, what? Das Wasser 15 Grad oder? Ja? Krass, ne? Weil vor 3 Tagen war das ja, oder gestern war es. Naja, mit dem ganzen Wind und so, ist das natürlich auch übrig. Ja, ich bin gespannt, wenn sie jetzt nochmal 1, 2 Grad ab. Nein, dann nicht. Alte Team. Aber was ist denn jetzt der Plan? Einfach mal raus und mal gucken. Einfach mal rauskommen, dann mal ein paar Meter, also ich würde schon ein paar Meter so links, rechts oder mal nach links schwimmen, damit wir halt auch mal quer zu den Wellen schwimmen. Aber geht lieber in die Richtung, weil da kommen die Steine und das Fahrzeug, wo wir am ersten Tag drauf gelaufen sind. Darauf könnt ihr sagen, ich will einmal raus und dann halt nach links. Und dann schauen wir mal, wie es geht mit den Wellen. Es war trotzdem schön. Kurz. Es war sehr kurz. Pass auf. Tag vorm Rennen. Anne ist gerade noch eine Ventilverlängerung kaufen. Und dann gehen wir noch eine Runde aufs Rad, fahren noch einmal die Strecke ab. Ein Großteil beim Auto, aber ein Teil fährt Anne auch nochmal auf dem Rad. Dann nochmal schwimmen, Rad einchecken und dann war es das eigentlich auch für heute. Bisher macht Anne einen ganz guten Eindruck. Mal schauen, wie es morgen wird, aber an sich läuft es bisher relativ geschmeidig. Oder? Das wird nichts mit Surfen heute.
our female professional athletes is Marta Sanchez, two-time Ironman champion and your reigning Ironman African champion. Representing Denmark, Maja Steen Nielsen, 9-time middle distance podiums, 2 wins, 8-time Ironman podium, 5th in the Ironman Pro Series. Representing the Netherlands, it is Els Visser, 18 middle distance podiums, 5 victories, 3 long distance wins, 7th in the Ironman Pro Series. Wearing the number 5 from Germany, it is Anna Reichmann. 11 middle distance podiums, 2 wins, 2 Ironman podiums, and winner of Ironman Cozumel. Ja, also Stimmung war morgens mit dem Sonnenaufgang war schon richtig schön. Klar, ich war schon nervös, aber ich habe mich echt auch richtig gefreut aufs Rennen, dass es jetzt losgeht und war gespannt, wie ja doch eine bisschen andere Vorbereitung jetzt sich im Rennen dann irgendwie auch auswirkt, weil Training ist Training und Wettkampf ist Wettkampf und das ist beim ersten Rennen in der Saison immer ein bisschen eine Überraschungstüte. Ich habe mich ganz rechts hingestellt, einfach weil da irgendwie am meisten Platz war und für mich sah es auch so aus, als ob die Boje genau vor mir lag, wo ich hinschwimmen will. Also ich habe mich gewundert, warum sich alle so weit links aufgestellt haben, aber vielleicht habe ich mich auch ein bisschen verguckt. Neben mir stand die Laura Eddy, die hat noch ganz arg geweint an der Startlinie und das hat mir irgendwie schon leid getan, aber ich kann ja da auch nicht viel machen und habe sie versucht noch ein bisschen zu motivieren, aber offensichtlich nicht arg erfolgreich, weil sie hat das Rennen leider nicht beendet. Ja, ich glaube, ich unterschätzt manchmal auch, was für einen Druck sich manche auch machen oder wir uns als Profis auch machen und dass es nicht so einfach ist, damit immer umzugehen. Start war gut, bin gut reingekommen ins Wasser. Ich habe das ja viel geübt in den Tagen vorher und es hat perfekt gepasst alles. Ich war dann an Johannas Füßen und habe mich da pudelwohl gefühlt, dachte, das ist perfekt. Eigentlich schwimmt Johanna deutlich schneller als ich und es war aber nicht so krass hart, sondern ich war da eigentlich recht komfortabel bis zur ersten Boje und hatte auch meinen Platz. Also ich habe gemerkt, dass so an meinen Füßen dann die Gruppe größer wird, aber ich bin um die erste Boje noch ohne irgendwie Ellbogen und so weiter gekommen und ja, dann sind wir nach links abgebogen und dann war das mehr alles andere als rhythmisch, sondern die Wellen haben uns da von der Seite eingepeitscht, waren es nicht so hoch. Und auch die Wellen waren mehr durch den starken Wind und die kamen halt also überhaupt nicht gleichmäßig, sondern halt irgendwie. Und da hat es uns alle ganz schön durcheinander geschüttelt und wir sind auch immer wieder ineinander reingeschwommen. Es war echt nicht so einfach, da so einen Rhythmus reinzukriegen, aber auch da war es eigentlich okay. Also ich habe dann zwar Johanna und Maja schwimmen lassen müssen, da habe ich den Anschluss verloren und war dann mit Ruth Essel vorne in der Gruppe. Und auf dem Rückweg von der ersten Runde dachte ich mir dann, ich fühle mich eigentlich so gut, ich gehe jetzt vorbei. Und ich habe auch echt gut gesehen auf dem Rückweg, wo ich hinschwimmen muss. Da habe ich mir, glaube ich, leichter getan als andere. Und es war so, ich war ein bisschen überrascht, weil so ein Selbstbewusstsein im Schwimmen kenne ich sonst eigentlich gar nicht von mir. Aber es hat echt total viel Spaß gemacht. Und ich habe auch gesehen, dass Charlene in unserer Gruppe ist. Und die schwimmt eigentlich auch deutlich schneller als ich. Von dem her war ich eigentlich die ganze Zeit über richtig positiv. Und in der zweiten Runde war ich viel mit Jana vorne Uderstadt. Wir sind auch viel nebeneinander geschwommen. Aber wie gesagt, wenn man so die ganze Zeit durchgeschüttelt wird, ich fand es gerade mühsamer, da an den Füßen zu schwimmen, weil mit dir hat man die ganze Zeit wieder verloren. Und dann musst du wieder gucken, wo sind die Füße, wo ist die Boje. Und so habe ich einfach nach der Boje geguckt. Leider ist mir und auch vielen anderen richtig kalt geworden in der zweiten Runde. Also ich habe meine Zehen nämlich nicht gespürt, aber das finde ich jetzt beim Schwimmen nicht so das Problem. Aber ich habe vor allem meine Finger nicht mehr gespürt. Dann ist es irgendwie komisch zu schwimmen, wenn man kein Gefühl mehr in den Händen hat. Wie war der Landgang? Ich finde es immer cool. Man hat so ein bisschen meine Pause vom Schwimmen und man kann sich halt Schwimmen einfach ein bisschen besser einteilen. Weißt, jetzt hat man zumindest mal die Hälfte, während bei anderen Schwimmdistanzen oder bei anderen Wettkämpfen
weiß ich immer nie, habe ich jetzt erst 500 Meter oder habe ich schon 1500 Meter. Also mir fällt das mega schwer abzuschätzen und deshalb finde ich den Landgang eigentlich ganz gut. Dann war ich als Siebte in der Wechselzone mit, glaube ich, 7 Minuten Rückstand auf Martha, die ja schon eine sehr gute Schwimmerin ist. Aber wir haben alle ewig gebraucht. Also wir waren alle sehr lange im Wasser. 1:05 ist, glaube ich, mit Abstand die langsamste Schwimmzeit, die ich je hatte. Aber ich glaube, Martha ist auch noch nie so langsam geschwommen. Von dem her hat das dann schon auch gepasst. Ja, beim Wechseln hat man dann gemerkt, dass man irgendwie nicht so richtig läuft, weil die Füße so kalt waren. Aber die sind dann auch schnell wieder warm geworden beim Radfahren. Richtig schön, Anne. 3 Minuten auf Maya, 3 Minuten auf Maya, 8 auf Martha. Auf geht's, lass krachen, du bist die Geilste, auf geht's! Auf dem Rad, ich weiß irgendwie auch nicht. Also ich habe schnell gewechselt und bin dann auch zügig losgefahren, aber jetzt nicht ultra hart. Ich wusste, dass Ruth bei mir in der Gruppe ist, mit der man auf jeden Fall hätte gut zusammenarbeiten können. Aber ich warte jetzt natürlich auch nicht, sondern bin einfach losgefahren, was ich mir vorgenommen hatte. Es hat sich schon mal besser angefühlt, das Losfahren. Also es war schon irgendwie mühsam und man ist ja dann eigentlich ziemlich direkt in den Anstieg gefahren mit ziemlich Gegenwind und das war ziemlich ätzend, wenn ich ehrlich bin. Und hat sich auch, also wenn man halt dann für die ersten 10 Kilometer irgendwie schon ewig braucht, das ist natürlich nicht arg motivierend. Aber ich habe auch gesehen, dass eigentlich keiner mitgekommen ist. Und ich habe auch noch ein bisschen meinen Oberschenkel gemerkt, den habe ich in den Tagen vorher auch ein bisschen gemerkt, links. So gesehen war jetzt, ich weiß auch nicht, in Cozumel bin ich so die ersten 2 von 3 Runden auf dem Rad, die gingen so super easy. Also da bin ich einfach gefahren, ich musste mich mehr zurückhalten, ich war schon konzentriert, aber ich musste nicht so richtig mich überwinden, hohe Wattwerte zu treten und das war jetzt in Südafrika schon anders. Ich musste echt die ganze Zeit draufbleiben und immer gucken, dass ich nicht runterfall. So war das schon deutlich mehr Arbeit von Anfang an. Aber es motiviert natürlich, wenn man hört, man holt auf, man überholt und dass der Abstand nach vorne auch kleiner wird. Wann hast du das erste Mal Zwischenzeiten bekommen? Am Wendepunkt vom Nico? Ja, genau. Also von dir in der Wechselzone und dann von Nico am Wendepunkt und ja, dann bei euch halt wieder am Anstieg. Der Belag und der Wind haben es schon echt richtig mühsam gemacht. Also man wird da so durchgeschüttelt und muss auch mit dem Wind aufpassen irgendwie, weil man fährt dann halt auch irgendwann richtig schnell und dann läuft man irgendwie auch Gefahr, dass man halt dann gar nicht mehr richtig tritt, weil man fährt ja schon 50 km/h. Aber es ist schon das Ziel, möglichst gleichmäßig irgendwie auch zu fahren. Und ich habe mir schon auch überlegt, dass ich in den Rückenwindpassagen vielleicht ein bisschen weniger Watt trete, dafür in der Gegenwind ein bisschen mehr. Schlussendlich hatte ich aber irgendwie 4 Watt Unterschied normalized to average. Das heißt, ich bin also doch relativ gleichmäßig gefahren. Und im Seitenwind musste man schon auch entweder mit gutem Selbstbewusstsein reinfahren oder vielleicht doch mal aus der Aeroposition raus. Tatsächlich bin ich immer kurz aus der Aeroposition raus, weil man ist dann in so eine Linkskurve und man war da relativ schnell und dann hat der Wind einen brutal von der Seite verwischt auf einmal. Und ja, da war ich immer ein bisschen ängstlich, sage ich mal. Aber ich glaube, es ging den anderen ähnlich. So gingen eigentlich die ersten 2 Runden irgendwie und ich habe es da eigentlich schon gut geschafft, auch meine Werte zu halten. Und in der letzten Runde war ich einfach konstant drunter. Und ich konnte aber auch machen, was ich wollte. Ich habe es nicht mehr hochgekriegt eigentlich. Und ich habe mir schon überlegt, ob vielleicht mein Wattmesser nicht mehr richtig tut, weil ich habe getreten und irgendwie sind die Werte immer niedrig gewesen. Aber ich habe dann gesehen, dass ich an Martha ganz nah dran bin und das hat nochmal mir so ein neues Ziel gegeben, dass ich gesagt habe, so bis zur Wechselzone will ich sie auf jeden Fall haben. Und das hat dann auch gut geklappt, sodass ich am Ende wieder ein bisschen mehr Power hatte. Und ich habe mir dann überlegt, bleibe ich hinter ihr oder gehe ich vorbei? Aber ich finde es gar nicht so einfach, den Abstand auch richtig zu halten. Und dann war es auch rot und dachte ich, jetzt muss ich sowieso vorbei. Also hat sich die Entscheidung auch erledigt und dann bin ich einfach vorbei. Und ich habe leider die Schuhe viel zu früh ausgezogen. Das war echt ein Anfängerfehler. Da ist sie, glaube ich, schon auch wieder ein bisschen rangekommen, weil ich dann doch eine Lücke hatte. Aber
Ich habe dann auch durch einen schnellen Wechsel ein bisschen Vorsprung auf die Laufstrecke nehmen können. Beide Wechsel waren mit Abstand die schnellsten. Ja, das war ziemlich cool. Ja, das einfach zack, zack, zack. Ja, und beim Laufen, ich weiß auch nicht so ganz genau, was ich mir gedacht habe, weil ich bin losgelaufen und ich habe mich richtig schlecht gefühlt. Radfahren, du hast direkt schon mal 40 Sekunden nach hinten auf Martha. Der nächste ist die Crossbull, der hat etwa 4,5 Minuten. Wieso nicht beim Ball? Aber ich war irgendwie schnell. Klingt komisch, aber ich wusste dann auch nicht, was ich machen soll. Soll ich jetzt langsamer laufen? Aber dann fühle ich mich wahrscheinlich auch nicht besser. Ich habe mich nicht schlecht gefühlt, weil irgendwie super anstrengend war. Ich habe mich schlecht gefühlt, weil ich irgendwie gefühlt von der Lauftechnik hat es einfach nicht gestimmt. Irgendwie war was falsch. Ich weiß auch nicht, bin nicht so richtig reingekommen. Aber die Pace war zumindest gut und das ist eigentlich das Wichtige. Und die Lücke ist gewachsen. Und die Lücke ist gewachsen, das hat mich auch beruhigt. Vor allem, weil ich auch wusste, dass die Dänin, die Katrine, eine sehr gute Läuferin ist und die nicht so viel dahinter war. Also von der hatte ich eigentlich mehr Respekt als vor Martha, weil Martha in den letzten Rennen immer so 3:05, 3:10 gelaufen ist und das dachte ich, das kann ich auf jeden Fall laufen. Und dann so nach 10 Kilometer ist dann meine Pace auch deutlich langsamer geworden, aber die anderen sind auch ein bisschen langsamer geworden und dann war der Vorsprung, der ist jetzt nicht mehr viel gewachsen, aber der ist irgendwie auch nicht kleiner geworden und bei 14 Kilometer dachte ich, das erste Drittel. Ich sollte mich noch nicht so fühlen eigentlich, weil auch da in Cozumel, der erste Halbmarathon, der ging so easy und so gut. Und dieses Gefühl, diese Leichtigkeit hat mir eigentlich komplett gefehlt da in Südafrika. Super, Anne, richtig schön. Du hast nach dem schnellsten Laufen. Richtig gut, die laufen genauso wie du. Super, Anne. Hat sich vielleicht auch ein bisschen bemerkbar gemacht, dass ich einfach wenig lange Sachen gemacht habe im Training und das schon ein bisschen ein Risiko vielleicht auch war, das mal anders vorzubereiten. Und so habe ich ganz schön kämpfen müssen hinten raus. Aber ja, ich habe mich so gefreut dann, dass ich das Rennen gewinnen kann, auch wenn ich mich nicht super gut den ganzen Tag fühle, dass ich einfach, wenn ich kämpfe, dass ich dann trotzdem eine ähnlich gute Leistung oder eine gleich gute Leistung abrufen kann, wie wenn ich mich super gut fühle. Das macht mich ziemlich stolz, weil ja, wenn alles easy läuft, gut zu performen, ist das eine, aber wenn man richtig dafür arbeiten muss und sich richtig quälen muss, über so einen langen Zeitraum, dann ist es für mich fast schöner, dann zu gewinnen, als wenn man so durchflutscht. Diesen Zieleinlauf habe ich mir echt noch jetzt fast jeden Tag noch mal angeguckt, weil es so cool war und es mich so gefreut hat. Es war auch cool, weil einfach so viele Leute da waren und dann eine gute Stimmung war. Das war halt in Mexiko leider auch anders. Ja, es war eine mega Stimmung. Also es war einfach auch ein bisschen bei uns wie deutsche Meisterschaften. So viele deutsche Starterinnen wie dabei waren. Ja, und auch das ist voll schön, weil wir auch alle gut miteinander auskommen und ihr Supporter euch mega gut versteht und ihr euch auch alle so verteilt habt, dass also ich stand nicht immer in einem Pulk zusammen, sondern auf der Laufstrecke stand immer, alle Kilometer stand irgendjemand, den ich kannte, der mir irgendwas Liebes zugerufen hat. Und was auch richtig cool war, dass mein Schwimmtrainer Nico dabei war, der halt auch mich jetzt in Südafrika im Trainingslager 4 Wochen irgendwie erlebt hat und auch auch gut meine Körpersprache inzwischen gut kennt und auch wusste, wann es mir schwerfällt. Und sehr gut reagieren konnte und nochmal mir so ein paar Sachen reinrufen konnte, auf das ich mich wieder fokussieren kann. Also irgendwie wieder ein bisschen groß machen, mal zwischendurch zu lächeln, ruhig zu atmen und nicht irgendwie in so einen negativen Strudel abzudriften, weil man bei Kilometer 14 denkt, es sind noch 28. Von dem her, das war mega cool, dass er da dabei war. Und wir haben unseren Fluch gebrochen, weil sonst habe ich jetzt nicht so viele Rennen gewonnen, aber die ich gewonnen habe, war immer meine Mama dabei und der Joel nie.
Und jetzt habe ich endlich mal gewonnen, als du auch dabei warst. Bin ich auch etwas stolz. Danach war mega viel Trubel, aber ich habe es auch richtig genossen, das alles irgendwie aufzusaugen. Und das erlebt man einfach nicht alle Tage. Wir haben dann noch ein paar Tage Safari gemacht, was auch total schön war. Meine Beine waren ziemlich tot die ersten 2-3 Tage, aber inzwischen geht es eigentlich echt wieder ganz gut. Und ich habe auch wieder angefangen zu trainieren. Wie es jetzt konkret weitergeht, welche Rennen ich mache, wissen wir noch nicht so ganz. In 2 Tagen treffe ich mich mit Reto, dann machen wir noch einen Fahrplan für die nächsten Wochen. Aber ziemlich wahrscheinlich starte ich in Hamburg. Und ob ich davor noch ein Rennen mache, das müssen wir noch mal besprechen. Ich hätte schon ziemlich große Lust, aber ich habe schon auch Respekt davor, was mein Körper da letzte Woche geleistet hat und will ihn auch nicht überfordern, weil das ganz große Ding, das kommt hoffentlich dann in Kona. Oh ja, gutes Ende. Ja.